Hallo, ich heiße Stavros Diamantakis und ich möchte Sie recht herzlich einladen zu einem analogen Fotospaziergang. Heute geht es um die Firma Ritschl. Alexander Heinrich Ritschl, leider ein viel zu wenig geschätzter Erfinder und Persönlichkeit. Ein fast unbekannter Name, der für die Fotowelt leider Gottes einfach zu wenig beachtet wurde. Er lernte den Beruf eines Feinmechanikers und Optikers und hatte bei Carl Zeiss in Jena gearbeitet. Er arbeitet auch als Objektivhersteller bei Steinheil und bei Rodenstock. Als 36-Jähriger gründete er 1896 in München die Firma Aktiengesellschaft für Anilinfabrikation. Als Hersteller von chemischen Produkten, die Palette umfasste Fotochemikalien, Trockenplatten, Fotopapiere und Kameras. Die Gründung 1896 gilt auch als Ursprung der Agfa-Gründung. Denn Agfa ist nichts anderes als wie die Abkürzung Aktiengesellschaft für Anilinfabrikation. Die Firma Ritschl fand reißenden Absatz, weil sie hatte eine riesengroße Filialennetz und so konnte die Produkte an den Mann bringen. Die Filialen waren in Wien, Hamburg, London, Brüssel, Paris, Mailand und St. Petersburg. Der Chemieriese kaufte nach und nach kleinweise die Ritschl-Anteile und langsam hat den Ruf gehabt, dass der Besitzer von Ritschl ist. Nach dem Ersten Weltkrieg hat die Firma sehr große Probleme, weil der große Absatzgebiet war nicht mehr da und der Absatz ging massiv zurück und so wurde Bayer eigentlich der Hauptinhaber und so fand auch der Name Aktiengesellschaft für Anilinfabrikation, Agfa, endgültige den richtigen Platz. Bald nach der Übernahme, nach nur ein Jahr, verschwand der Name Ritschl zur Gänze. Aber zurück zu unserer Ritschl-Kamera. Das Programm umfasste zwei Linien, die Clark-Serie und die Typ-Serie. Die Clark-Serie war die Linie für gehobene Ansprüche bzw. Kameras in Luxusausführung, während Typ war die günstigere Variante für den Durchschnittsamateur. Und es gab aber eine riesengroße Anzahl an Formate und Ausführungen. Ich habe hier eine Typ-Kamera. Das ist eine Sprengkamera mit doppeltem Auszug. Doppelten Auszug heißt, die Kamera auf den einfachen Auszug und dann wird auf doppelten Auszug ausgezogen. So kommt man näher an das Objekt und die Abbildung ist größer als wie bei einfachen Auszug. Das ist eine Plattenkamera für 9 x 12 cm. Ist eine große Lichtschachsucher. Die Optik ist ein Dialit mit 150 mm und das war damals der teurere Objektiv von dieser Serie. Der Verschluss ist ein 300stel Sekunde und durch diese U-Bügel ist wieder möglich, dass man mit der Optik links und rechts oder oben nach unten verschieben kann, damit diverse optische Korrekturen durchgeführt werden können. Man kann auf zweifache Weise die Objekte scharf einstellen, durch den großen Lichtschachsucher oder durch diese Brillantsucher mit einer Libelle, damit auch alles in der Waage ist.
Die Kamera ist aus Holz und Metallteile und man konnte die Kamera auch mit doppelten Auszug oder einfachen Auszug haben und die Optik gab es in 3 Varianten und damals kostete etwa 100 Reichsmark, also nicht gerade billig für einen Durchschnittsverdiener. Das war die Ritschl TIP-Kamera, eine relativ selten zu findende Kamera und eine von den Vorgängern der Firma Agfa. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen bis zum nächsten Video.